Guten Tag an alle, willkommen zurück bei Wow Spoken German. Ich bin Peter und heute habe ich ein großes Problem. Adele, kannst du mir bitte helfen? Hallo zusammen. Natürlich, Peter. Was ist denn los? Du siehst ein bisschen frustriert aus. Ja, ich bin wirklich frustriert. Letzte Woche war ich auf einer Party mit deutschen Freunden. Alle haben so schnell gesprochen. Ich habe fast nichts verstanden. Es war furchtbar. Oh nein. Das kenne ich gut. Aber weißt du was? Das ist völlig normal für Deutschlerner. Und unsere Zuhörer kennen das bestimmt auch. Habt ihr das auch schon erlebt, liebe Zuhörer? Schreibt es in die Kommentare. Wirklich? Ich dachte nur, ich habe dieses Problem. Aber warum ist das so schwer? Wenn ich deutsche Podcasts höre oder Videos schaue, verstehe ich meistens alles. Aber echte Gespräche? Unmöglich. Das hat mehrere Gründe, Peter. Erstens. In Podcasts und Videos sprechen die Leute oft langsamer und deutlicher. Sie wollen, dass alle sie verstehen. Aber im echten Leben, da reden Deutsche ganz natürlich. Ja, genau. Auf der Party hat mein Freund Thomas gesagt, habe ich dir nicht gesagt, dass ich heute nicht kommen kann? Ich habe nur Chaos gehört. Wo sind die Pausen zwischen den Wörtern? Hahaha. Das ist ein perfektes Beispiel. Deutsche verbinden ihre Wörter sehr oft. Wir sagen nicht, habe ich dir nicht gesagt. Wir sagen, habe ich dir nicht gesagt. Alles fließt zusammen wie ein langer Fluss. Ein langer Fluss. Das ist eine gute Beschreibung, aber wie kann ich lernen, diesen Fluss zu verstehen? Gibt es einen Trick? Ja, es gibt mehrere Tricks. Trick Nummer 1. Höre viel deutsches Radio oder deutsche Podcasts. Aber nicht nur Lernpodcasts wie unseren hier. Auch normale deutsche Podcasts über Hobbys, Sport oder Musik. Okay, das macht Sinn. Was noch? Ich brauche mehr Hilfe. Trick Nummer 2. Schaue deutsche Serien mit deutschen Untertiteln. Nicht mit englischen Untertiteln. Mit deutschen Untertiteln siehst du, wie die Wörter zusammenfließen. Mit deutschen Untertiteln ist das nicht zu schwer? Am Anfang ja. Aber nach ein paar Wochen wird es einfacher. Dein Gehirn lernt, die Wortgrenzen zu erkennen. Es ist wie ein Muskel. Du musst ihn trainieren. Ein Muskel fürs Hören. Das gefällt mir. Aber was mache ich in echten Gesprächen? Auf der Party konnte ich ja keine Untertitel einschalten. Haha, das wäre lustig. Aber im echten Leben musst du mutig sein. Sag einfach, Entschuldigung, kannst du bitte langsamer sprechen? Die meisten Deutschen sind sehr hilfsbereit. Wirklich? Finden Sie das nicht unhöflich? Nein, überhaupt nicht. Die Deutschen wissen, dass ihre Sprache schwer ist. Sie helfen gerne. Ich mache das auch manchmal auf Englisch oder Französisch. Das ist völlig okay. Das beruhigt mich. Aber ehrlich gesagt habe ich Angst, das zu sagen. Was, wenn Sie dann denken, mein Deutsch ist schlecht? Peter, dein Deutsch ist gut. Und weißt du was? Jeder Deutschlerner hat dieses Problem. Selbst Menschen, die seit Jahren in Deutschland leben, verstehen nicht alles, wenn Deutsche schnell sprechen. Wirklich? Das macht mich glücklich zu hören. Also bin ich nicht dumm? Nein, auf keinen Fall. Du bist nicht dumm. Deutsche Muttersprachler sprechen sehr, sehr schnell. Wir machen auch viele Abkürzungen. Abkürzung? Was meinst du damit? Naja, zum Beispiel sagen wir nicht, ich habe keine Ahnung. Wir sagen oft, keine Ahnung oder sogar nur kein Plan. Wir lassen Wörter weg. Oh mein Gott. Jetzt verstehe ich. Auf der Party hat jemand gesagt, habe ich nicht gesehen, aber es klang wie, habe ich nicht gesehen. Das E am Ende war weg. Genau. Das E verschwindet oft am Ende von Wörtern. Wir sagen gesehen statt gesehen, gehört wird zu gehört oder manchmal sogar gehört. Das ist Umgangssprache. Umgangssprache, das Wort kenne ich. Das ist die Sprache, die man jeden Tag benutzt, richtig? Richtig. Und die Umgangssprache ist ganz anders als das Deutsch, das du in Büchern lernst. In Büchern steht alles perfekt und klar. Aber im echten Leben, da wird gemischt und gekürzt. Das erklärt so viel. In meinem Deutschkurs haben wir immer sehr klar gesprochen. Aber auf der Straße oder in Cafés, da klingt alles anders. Ja, und jede Region in Deutschland hat auch ihre eigenen Besonderheiten. In Bayern sprechen die Leute anders als in Berlin.
In Hamburg anders als in München. Oh nein, das macht es noch schwerer. Wie soll ich denn alle Dialekte lernen? Musst du nicht. Konzentriere dich erstmal auf Hochdeutsch. Das ist das normale Deutsch, das wir hier im Podcast sprechen. Die Dialekte kommen später. Okay, das ist gut. Aber zurück zu meinem Problem. Wie kann ich schnelles Deutsch besser verstehen? Gibt es noch mehr Tricks? Ja. Trick Nummer 3. Lerne die häufigsten deutschen Füllwörter. Deutsche benutzen sehr viele Füllwörter. Füllwörter? Was sind das? Das sind Wörter wie also, na ja, eigentlich, irgendwie, halt, eben. Wir benutzen sie ständig. Sie bedeuten oft nicht viel, aber sie sind überall. Ah ja, ich höre halt und eben sehr oft. Was bedeuten sie genau? Sie betonen etwas oder zeigen, dass etwas logisch ist. Zum Beispiel, das ist halt so, bedeutet, das ist einfach so, das kann man nicht ändern. Oder das ist ebenso, ist ähnlich. Interessant. Und die Deutschen sagen diese Wörter auch sehr schnell, oder? Ja, sehr schnell. Deshalb ist es wichtig, dass du sie kennst. Wenn du sie erkennst, verstehst du schon viel mehr vom Gespräch. Das macht Sinn. Was ist Trick Nummer 4? Trick Nummer 4. Höre auf die Betonung. Deutsche betonen oft das wichtigste Wort im Satz sehr stark. Wenn du die Betonung hörst, verstehst du die Hauptidee. Kannst du mir ein Beispiel geben? Klar, hör zu. Ich gehe heute ins Kino. Das wichtigste Wort ist Kino. Wenn ich schnell spreche und du verstehst nur Kino, weißt du schon viel. Ah, verstehe. Also muss ich nicht jedes Wort verstehen. Ich muss nur die wichtigen Wörter hören. Genau. Das ist der Schlüssel. Viele Lerner versuchen, jedes einzelne Wort zu verstehen. Aber das ist unmöglich, wenn jemand schnell spricht. Konzentriere dich auf die Hauptwörter. Das ist ein guter Rat. Ich versuche immer alles zu verstehen. Dann verliere ich den Faden und verstehe gar nichts mehr. Ja, das passiert vielen. Es ist wie beim Schwimmen. Wenn du zu viel nachdenkst, gehst du unter. Du musst einfach mit dem Fluss schwimmen. Mit dem Fluss schwimmen. Noch eine gute Metapher. Adele, du bist sehr gut darin. Danke, Peter. Aber jetzt habe ich eine Frage an unsere Zuhörer. Welche Situation findet ihr am schwierigsten? Wenn Deutsche schnell sprechen, meine ich. Ist es im Restaurant, beim Einkaufen, mit Freunden? Schreibt es in die Kommentare. Gute Frage. Für mich ist es definitiv bei Partys oder in Gruppen. Wenn alle durcheinander reden, verstehe ich fast nichts. Das ist normal. Gruppengespräche sind am schwersten. Da sprechen viele Leute gleichzeitig, es gibt Hintergrundgeräusche und die Themen wechseln schnell. Ja, genau. Und wenn ich endlich verstehe, worüber Sie reden, haben Sie schon das Thema gewechselt. Das ist so frustrierend. Ich verstehe dich. Aber weißt du was? Es gibt auch dafür einen Trick. Trick Nummer 5. Sei aktiv im Gespräch. Aktiv? Was meinst du? Stelle Fragen. Wenn du etwas nicht verstehst, frage sofort: Was meinst du? Oder kannst du das wiederholen? Warte nicht bis zum Ende des Gesprächs. Aber dann unterbreche ich die Leute doch. Das ist okay. Es ist besser, kurz zu unterbrechen, als das ganze Gespräch nicht zu verstehen. Die meisten Leute erklären gerne, was sie meinen. Das stimmt wahrscheinlich. Ich muss einfach mutiger sein. Genau. Mut ist sehr wichtig beim Sprachenlernen. Du machst schon Fehler? Super. Du verstehst nicht alles? Normal. Jeder Fehler ist ein Schritt zum Erfolg. Das ist eine gute Einstellung. Aber manchmal fühle ich mich dumm, wenn ich nachfragen muss. Ja, da muss. Peter, das solltest du nicht. Nachfragen zeigt, dass du interessiert bist und lernen willst. Das ist positiv. Die Deutschen respektieren das. Okay, ich werde es versuchen. Gibt es noch mehr Tricks? Ja. Trick Nummer 6. Lerne deutsche Redewendungen. Deutsche benutzen sehr viele Redewendungen in schnellen Gesprächen. Redewendungen, die sind immer schwer. Kannst du mir ein paar Beispiele geben? Klar. Zum Beispiel, das ist mir egal, bedeutet, das interessiert mich nicht. Oder, ich habe keine Lust, bedeutet, ich will nicht. Oder, das geht mir auf die Nerven, bedeutet, das nervt mich. Ah ja, diese Ausdrücke höre ich oft.
Wenn ich sie kenne, verstehe ich mehr, auch wenn es schnell geht. Genau. Und noch etwas. Lerne auch die umgangssprachlichen Wörter. Zum Beispiel sagen Deutsche oft cool statt gut oder krass statt extrem. Krass, das Wort höre ich ständig. Was bedeutet es genau? Es bedeutet sehr extrem oder unglaublich. Junge Leute benutzen es sehr oft. Das ist krass. Kann positiv oder negativ sein, je nach Kontext. Kontext, das ist auch wichtig, oder? Sehr wichtig. Manchmal verstehst du die Wörter, aber nicht die Bedeutung, weil du den Kontext nicht kennst. Deshalb ist es gut, viel deutsches Fernsehen oder deutsche Videos zu schauen. Ich schaue gerne deutsche YouTube-Videos, aber manchmal sprechen die YouTuber so schnell, dass ich aufgeben will. Das kenne ich, aber gib nicht auf. Du kannst die Videos langsamer machen. Auf YouTube gibt es eine Einstellung dafür. Stelle sie auf 0,75 Geschwindigkeit. Was, das geht? Das wusste ich nicht. Ja, klicke auf das Zahnradsymbol unten rechts im Video. Dort kannst du die Geschwindigkeit ändern. So kannst du langsam üben und später normal hören. Das ist genial. Warum hat mir das niemand vorher gesagt? Jetzt weißt du es. Und noch ein Tipp. Schaue die gleichen Videos mehrmals. Beim ersten Mal verstehst du vielleicht nur 50%, beim zweiten Mal 70%, beim dritten Mal fast alles. Das macht Sinn. Wiederholung ist wichtig beim Lernen. Sehr wichtig. Dein Gehirn braucht Zeit, um sich an die Geschwindigkeit zu gewöhnen. Es ist wie beim Sport. Am Anfang bist du langsam, aber mit Training wirst du schneller. Okay, ich verstehe. Aber ehrlich gesagt, Adele, manchmal frage ich mich, werde ich jemals schnelles Deutsch verstehen? Es fühlt sich unmöglich an. Peter, natürlich wirst du das, aber es braucht Zeit. Wie lange lernst du schon Deutsch? Ungefähr 2 Jahre. 2 Jahre ist nicht so lang. Die meisten Leute brauchen 3 bis 5 Jahre, um schnelles Deutsch gut zu verstehen. Sei geduldig mit dir selbst. 3 bis 5 Jahre, das ist lang. Ja, aber denk daran, du lernst jeden Tag ein bisschen mehr. Und eines Tages wirst du plötzlich merken, hey, ich verstehe alles. Das passiert oft ganz unerwartet. Wirklich? Gibt es so einen magischen Moment? Ja, viele Deutschlerner erzählen von diesem Moment. Eines Tages sitzen sie im Bus oder im Café, hören ein Gespräch und verstehen plötzlich alles. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Das klingt toll. Ich kann es kaum erwarten, diesen Moment zu erleben. Er wird kommen, glaub mir. Aber du musst weiter üben. Höre jeden Tag Deutsch, spreche jeden Tag Deutsch, auch wenn es schwer ist. Ich werde es versuchen. Aber manchmal bin ich so müde nach einem Tag voller deutscher Gespräche. Mein Kopf tut weh. Das ist normal. Das nennt man mentale Müdigkeit. Wenn du eine Fremdsprache sprichst oder hörst, arbeitet dein Gehirn sehr hart. Es ist okay, Pausen zu machen. Pausen sind also wichtig. Sehr wichtig. Lerne nicht 8 Stunden am Tag. Lerne lieber 1 Stunde, aber konzentriert. Qualität ist besser als Quantität. Das ist ein guter Rat, ich werde das beachten. Gut. Und jetzt lass uns nochmal alles zusammenfassen. Welche Tricks haben wir besprochen, um schnelles Deutsch besser zu verstehen? Okay, lass mich nachdenken. Erstens, höre viel deutsches Radio und Podcasts. Zweitens, schaue deutsche Serien mit deutschen Untertiteln. Was war Nummer 3? Nummer 3. Lerne die häufigsten Füllwörter wie halt, eben, also. Nummer 4. Achte auf die Betonung im Satz. Was kommt als nächstes? Nummer 5. Sei aktiv im Gespräch und stelle Fragen. Nummer 6. Lerne deutsche Redewendungen und umgangssprachliche Wörter. Richtig? Perfekt, Peter. Du hast gut aufgepasst. Und vergiss nicht. Du kannst Videos langsamer machen und die gleichen Videos mehrmals schauen. Ja, das werde ich machen. Ich fühle mich jetzt viel besser. Ich dachte, ich bin der Einzige mit diesem Problem. Nein, überhaupt nicht. Alle Deutschlerner haben dieses Problem. Sogar ich hatte es, als ich Englisch gelernt habe. Amerikaner sprechen so schnell. Wirklich? Du auch? Ja, ich habe am Anfang fast nichts verstanden. Aber mit der Zeit wurde es besser.
Und jetzt verstehe ich auch schnelles Englisch gut. Das gibt mir Hoffnung. Wenn du es geschafft hast, kann ich es auch schaffen. Genau. Und unsere Zuhörer können es auch schaffen. Liebe Zuhörer, glaubt an euch selbst. Deutsch ist schwer, aber nicht unmöglich. Habt ihr noch Fragen zu diesem Thema? Schreibt sie endlich in die Kommentare. Wir lesen alle eure Kommentare und antworten gerne. Ja. Und wenn ihr noch andere Probleme beim Deutschlernen habt, sagt es uns. Vielleicht machen wir eine neue Episode darüber. Das ist eine gute Idee. Wir können über Grammatik sprechen, über deutsche Kultur, über alles. Genau. Wow Spoken German ist hier, um euch zu helfen. Wir sind eure Freunde auf der Reise zum perfekten Deutsch. Perfektes Deutsch, das klingt nach einem großen Ziel. Es ist ein großes Ziel, aber du kommst jeden Tag näher. Und weißt du was? Perfektion ist nicht wichtig. Kommunikation ist wichtig. Kommunikation, das stimmt. Ich muss nicht perfekt sein, ich muss nur verstehen und verstanden werden. Genau. Wenn du mit Deutschen sprechen kannst und sie verstehst, hast du dein Ziel erreicht. Der Rest kommt mit der Zeit. Das ist wahr. Ich werde nicht mehr so streng mit mir selbst sein. Sehr gut. Sei nett zu dir selbst. Lerne mit Freude, nicht mit Stress. Mit Freude. Das ist der beste Rat heute, Adele. Danke. Gerne, Peter. Und danke an alle Zuhörer, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, diese Episode hat euch geholfen. Ja, vergesst nicht. Übung macht den Meister. Hört weiter deutsche Podcasts, schaut deutsche Videos und habt keine Angst vor Fehlern. Richtig. Und kommt nächste Woche wieder. Wir haben ein neues, spannendes Thema für euch. Bis nächste Woche, liebe Zuhörer. Viel Erfolg beim Deutschlernen. Tschüss und macht es gut. Bis bald bei Wow Spoken German.